Willkommen zu diesem Anleitungsvideo über den Einbau des neuen vorderen E-Ride Luftfederbeins von Arnold für Land Rover Range Rover L405 mit CVD. Wir führen Sie durch den Prozess, um eine reibungslose und sichere Installationerfahrung zu gewährleisten. Wir gewissern sich vor Beginn der Arbeiten, dass Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, da in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nachzulesen sind. Heben Sie das Fahrzeug an. Stellen Sie es ordnungsgemäß ab und isolieren Sie die gespeicherte Energie, um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden. Dieses Fahrzeug enthält ein geschlossenes Luftversorgungssystem. Der Austausch von Komponenten erfordert die korrekte Einhaltung der in der OE-Wartungsliteratur beschriebenen Verfahren. Die Nichteinhaltung der von der Erstausrüstung vorgeschriebenen Verfahren kann zur Beschädigung oder zum Ausfall von Bauteilen führen. Stellen Sie zunächst die Lenkung auf Geradeausfahrt. Heben Sie dann das Fahrzeug an und entfernen Sie das entsprechende Vorderrad. Trennen Sie die elektrische Verbindung am oberen Ende des Federbeins, indem Sie auf die beiden Laschen drücken und nach oben ziehen. Lösen und entfernen Sie die Luftleitung von der Oberseite des Federbeins und nehmen Sie das Luftleitungsfitting ab. Dazu die Spannzange aufspreizen und das verbleibende Fitting vom Luftschlauch abziehen. Lösen und entfernen Sie nun das Sensorkabel und die Halterung der Bremsleitung. Lösen und entfernen Sie als nächstes die untere Befestigungsschraube des Federbeins und nehmen Sie die Halterung für das Sensorkabel ab. Trennen Sie das Endglied des Stabilisators vom unteren Gabelkopf des Federbeins. Dann die Mutter des oberen Querlenkerkugelgelenks ausfindig machen und entfernen und das Kugelgelenk von der Spindelbaugruppe trennen. Als nächstes lösen und entfernen Sie die oberen Befestigungsmuttern und lösen Sie den Gabelkopf des Federbeins. Ziehen Sie nun die Spindelbaugruppe nach außen und entfernen Sie die Strebe. Der Ausbau ist nun abgeschlossen. Den Luftanschluss nicht von der Luftstrebe entfernen. Andernfalls kann es zu Schäden kommen und die Garantie erlischt. Den weißen Versandstift aus dem neuen Luftanschlussstück entfernen und die Luftleitung einführen, bis sie vollständig sitzt. Bauen Sie das Federbein in das Fahrzeug ein und montieren Sie die untere Befestigungsschraube des Federbeins. Jetzt den oberen Querlenker wieder an der Spindel montieren und den Gabelkopf des Federbeins wieder festziehen. Die Halterung des Sensorkabels wieder einbauen und das Endglied wieder am unteren Gabelkopf des Federbeins befestigen. Montieren Sie nun die Halterung des Sensorkabels und der Bremsleitung wieder. Montieren Sie als nächstes die mitgelieferten Befestigungsschrauben für das obere Federbein und entfernen Sie den weißen Kunststofftransportstift aus dem Luftleitungsanschluss und entsorgen Sie ihn. Installieren Sie die Luftleitung in das Luftleitungsfitting. Entfernen und entsorgen Sie dazu den Transportstift. Führen Sie dann die Luftleitung in das Anschlussstück ein und drücken Sie, bis sie fest sitzt. Ziehen Sie die Luftleitung bei eingeführter Luftleitung nach außen, um sie zu verriegeln und eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Bringen Sie nun den elektrischen Anschluss wieder an und achten Sie darauf, dass der Stecker richtig zu den elektrischen Anschlüssen in der Strebe ausgerichtet ist. Zum Schluss das Rad wieder einbauen, womit die Installation abgeschlossen ist. Vielen Dank, dass Sie unsere Anleitung zum Einbau des E-Ride Luftfederbeins für einen Land Rover Range Rover L405 gelesen haben. Der ordnungsgemäße Einbau gewährleistet die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Federungssystems Ihres Fahrzeugs. Wir wünschen Ihnen eine sichere und erfolgreiche Reparatur.